Südafrika, Lesotho, und heute geht es auf die angeblich legendärste Serpentinen-Offroad-Strecke der Region, der Sani-Pass. Liebe Freunde von Laila on Tour, wenn ihr gewohnt seid, authentisches Buschabenteuer mit uns zu haben, wird es jetzt ganz anders. Wir haben uns im Dolphin Holiday Resort haben wir uns eingebucht. Das ist hier so ein Campingplatz. Da kriegt man ja auch so richtig so eine Karte mit den ganzen Dingen. Wir sind eben die Runde gelaufen, haben uns das angeguckt, wo wir uns hinstellen. Jeden Tag Scones und Tea for free. Und jetzt nehmen wir euch da mal mit rein. Jetzt wird es nämlich richtig spannend. Das ist hier nämlich das Holiday Resort, das Camping Holiday Resort in Ballito. Wird alles ein bisschen in Ordnung. Hier gibt es ordentliche feste Plätze. Und die Südafrikaner sind ja ein bisschen die Camping-Profis, die bauen richtig Zeug auf. Die bauen meistens nicht nur ein Vorzelt auf, die bauen 2 Vorzelte auf, haben noch ein riesen Vordach davor und was der Teufel noch so mit sich bringt. Also, das ist schon gut. Einbahnstraßenregelung gibt es hier. Der Unterschied zum deutschen Campingplatz ist, dass es hier Palmen gibt. Und nachher gehen wir mit euch nochmal an die Küste. Also noch einmal herzlich willkommen in Südafrika und keine Angst, nachher wird es noch spektakulär. Aber jetzt ist mal Urlaub wie andere machen angesagt. Wir sind Yvonne und René und seit 5 Jahren bereisen wir ganz Afrika auf eigene Faust. Steigt ein, wir nehmen euch gerne mit. Hier gibt es jetzt Tee und Kekse und Nein, nicht Tee. Auch Bingo. Nein, es gibt frisch gebackene Scones mit Clotted Cream wie in England. Deswegen, das probieren wir jetzt mal aus. Mir fällt die Kamera gleich aus. Der hat vor Lachen. Entschuldigung. Hier ist der schöne Pool. Hier sind die Scones mit Clotted Cream und Marmelade. Ganz lecker tatsächlich, aber mir viel zu süß eigentlich. Aber das ist hier ganz nett. Guckt mal hier, der Pool, Schach. Man kann sich überall hier hinsetzen. Da hinten kann man überhaupt grillen. Kommt die schon hoch vor? Das ist nicht hoch. 3 Meter, René. Heute ist wirklich Beachtag. Wir sind hier im Restaurantviertel angekommen. Das ist ja hier sieht schön aus. Muss man halt abends hierher laufen. Das darf man bestimmt nicht. Wir trauen uns jetzt was hier in Südafrika, das kann ich euch sagen. Wir laufen jetzt zu Fuß abends in ein Restaurant. Durch zwielichte Gassen. Das ist ja eine ziemliche Abfahrt hier. Also ich meine, Es wird ja auch berechtigt sein. Genau. Aber man geht hier eigentlich keinen Schritt zu Fuß, vor allem nicht abends im Dunkeln. Im Hellen kann man doch mal ein Auge zudrücken. Aber im Dunkeln rät jeder davon ab, sich irgendwie draußen zu bewegen. Fühlt sich für uns sehr, sehr befremdlich an. Wir versuchen uns trotzdem irgendwie ein bisschen dran zu halten. Ja. Und nicht den überheblichen Besserwisser zu machen, weil ich möchte auch nicht eines Besseren belehrt werden. Genau. Deswegen gehen wir jetzt mal schnell, klammheimlich, es werden ja jetzt noch Leute am Strand sein, gehen wir jetzt mal klammheimlich hier am Strand entlang und fahren nachher brav mit dem Uber nach Hause. Das sind 2 Kilometer. Das schaffen wir. Ich würde ja auch glauben, dass der Strand hier okay ist. Da ist ja eine Ferienwohnung an der anderen. Aber ja, wir wissen es nicht. Genau. Wir können ja nachher vielleicht noch fragen im Restaurant. Hey! Holla, lolla, lolla! Wir haben es fast geschafft. Und natürlich sind noch ganz viele Menschen unterwegs. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei über 80%. Ja, hier wahrscheinlich 95% wegen der Gischt noch von mehr. Ich habe mir einen Brillenputztuch mitgenommen, weil immer wenn ich hier entlang gelaufen bin, ist meine Brille sofort dreckig gewesen. Kann ich es nicht mehr sehen.
Von Sambia kommend über Simbabwe nach Südafrika eingereist, ist diese gebotene Vorsicht für uns immer noch wirklich befremdlich, aber dennoch gerechtfertigt, auch wenn es hier in Ballito friedlich zugeht. Immer wieder kommt es auch zu tödlichen Überfällen auf Touristen, zuletzt im Mai diesen Jahres selbst im Kruger Nationalpark. Die Schere zwischen Wohlstand und Armut ist einfach immens groß in diesem doch so wunderschönen Land, in dem wir gerade ein Stück Heimat erleben. Wir gehen griechisch essen. Heimatgefühle. Jetzt laufen wir heim. Wir haben gefragt. René hätte gerne noch ein Uso gehabt. Da habe ich jetzt irgendwie verpeilt, mir noch ein Uso zu bestellen. Aber wir haben jetzt gefragt, die sagen ja alles entspannt, der kann mal ganz entspannt nach Hause laufen. Sie wird das jeden Abend machen mit ihren Earplugs in den Ohren und alles entspannt. Da hören wir jetzt mal drauf. Da waren wir. Bye bye, Indischer Ozean. Wir sagen gerade Tschüss und werden ganz wehmütig. Das ist ja generell, wir verabschieden uns ja so Stück für Stück von allen Afrika-Teilen. Und jetzt verabschieden wir uns vom afrikanischen Indischen Ozean. Mal gucken, wann wir mal wieder an den Indischen Ozean kommen und wo. Vorerst. Wir fahren jetzt ins Landesinnere Richtung Lesotho. Wir waren eben doch noch mal spontan hier ein bisschen frühstücken. Und ja, hier ist eine sehr gehobene Wohngegend. Noch mal kurzer Überblick. Und jetzt geht's los Richtung Lesotho. Ab auf den Sani-Pass. Südafrikas höchster Pass. Wenn euch unsere Filme gefallen, dann freuen wir uns über ein Like, ein Abo und einen Kommentar ganz dolle. Und wer unsere Reise unterstützen möchte, findet den Link zu PayPal unter der Videobeschreibung. Danke für alles und jetzt geht's auf den Ich Sani-Pass. habe für mich eben gerade so eine kleine Feststellung gemacht. Hier ist richtig Verkehr und ich glaube, dass es seit Kampala, Hauptstadt Ugandas, das erste Mal, dass wir richtigen Verkehr haben. Der Kerl muss sich konzentrieren, deswegen haben wir jetzt Musik ausgemacht, alles aus. Und ich glaube, Kampala ist gut 2 Jahre her. Seitdem habe ich keinen Stau oder starken Verkehr mehr gehabt. Wahnsinn! Wir befinden uns jetzt in Unterberg. Das ist für uns ganz lustig. Ich habe eine Flasche Unterberg oben als Medizin bei mir in meinem Küchenschrank. Hat mir meine Schwiegertochter mitgegeben, wenn es mir schlecht geht. Mal hier in so einen Liquor-Store gehen und gucken, ob der voll mit Unterbergflaschen ist. Hier geht's ab in Richtung Sani-Pass. Der höchste Pass Südafrikas. Immer höher hinauf führt uns der Weg in Richtung Drakensberge, wo es Südafrikas höchsten Pass zu bewältigen gilt, der uns gleichzeitig unseren nächsten Länderpunkt einbringen wird. Denn er führt uns nach Lesotho, Land 28 auf diesem Kontinent. Was ein Wahnsinn! Ist das schön hier. Nur leider für die Nachtplatzsuche gerade ein bisschen schwierig, weil alles ist hier eingezäunt. Wir hatten ja gehofft, dass wir hier in den Wäldern irgendwo in so einen Waldweg reinfahren könnten, aber bis jetzt sieht das schlecht aus. Also pragmatisch auf der letzten Campsite vor dem Anstieg eingecheckt. Südafrika, Lesotho und heute geht es an den legendären Serpentinenpass Offroad auf 2800 Meter hoch, den Sani-Pass.
Kasani-Pass wartet auf uns. 2875 Meter hoch ist er und wir schrauben uns heute hier hoch. Die angeblich spektakulärste Offroad-Strecke hier in dieser Region in Südafrika, in den Drakensbergen. Die haben wir vor 2 Jahren ja schon mal besucht und die hat uns damals schon die Sprache verschlagen. Und das tut es jetzt hier auf der anderen Seite der Drakensberge auch. Überall sind Wasserläufe. Es ist grün ohne Ende und weite Einsamkeiten holen uns ein. Die Drakensberge sind das höchste Gebirge Südafrikas mit einer maximalen Erhebung von 3482 Meter. In der Sprache der Zulu werden sie Ukalamba genannt, also Wand der aufgestellten Speere, denn diese prachtvolle Natur weist neben dem satten Grün und unzähligen Wasserfällen auch zahlreiche bizarre Schluchten, Bergkämme und Zinnen auf. Die letzten 3 Meter Asphalt. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was da auf uns zukommt. Jetzt geht ins Abenteuer. Yippie! Attacke! Die Landschaft ist atemberaubend. Es ist echt total spektakulär. Es ist sowas von schön. Wenn man diesen Zaun sich jetzt gerade wegdenkt. Freilaufnaben habe ich schon mal gelockt. Und los geht's. Jetzt haben wir Ready, gerade set, hier go! den südafrikanischen Ausreiseteil gemacht. 2 Und- Stempel. Genau, und in ca. 8 Kilometer soll die Einreise nach Lesotho erfolgen. Okay, die Fahrzeuge, die hochfahren, haben Vorfahrt. Also wir. Und was ist? Die Dramaturgie steigt. Die erste Wasserdurchfahrt. Also die ersten Kilometer legendär, was die Landschaft angeht. Fahrtechnisch noch nicht so anspruchsvoll. Schön ruckelig, ein paar kleinere Felspassagen, aber läuft relativ gut. Aber es ist landschaftlich sowas von spektakulär. Hier kommt überall, drückt sich Wasser aus dem Fels raus, Wasserfälle, dieses Grün mit diesen Felsmassiven. Also das ist sowas von schön. Also ich würde sofort schon mal sagen, auf jeden Fall empfehlenswert hier lang zu fahren. Und das nach 1 Kilometer. Allein die Anfahrt hierher, der Asphalt, das war ja schon traumhaft. Klappe die zweite, wenn mein technikaffiner Mann endlich auch das Video angemacht hat und nicht nur Intervallfotos.
René hat da eine Schlange entdeckt. Ich bin gerade drüber gefahren und sie ist immer noch da. Keine Ahnung, was es für eine ist. Wahrscheinlich, wenn es nicht weggeht, ist es eine Puffotter. Yeah, this one is jumping. But is it a dangerous one? Yeah, it is dangerous. Yeah. Cool? Es wird schon immer mal zwischendrin noch anspruchsvoll. Jetzt hier ist wieder einige böse Verschränkungspassagen und das ist noch sehr steil. Schneller! Wie steil diese Passagen sind, kann man ganz schwer darstellen. Und wenn der Kerl dann auch noch anfängt zu joggen, glaubt man es eh kaum. Aber ihr könnt mir glauben, es war steil, besonders in diesem letzten und sehr langen Serpentinstück. Warum hast du gerade so ein angespanntes Gesicht gehabt? Ich habe mich mit meinen Zähnen hier unten gejuckt, aber ich habe eben Schreck gekriegt, als er mich angegrinst hat, dass ich über die Kamera gefahren bin. Ja, aber als du drüber gefahren bist, sahst du auch sehr Ach so, angespannt nein, aus. nein. Ein ganz kleiner Eindruck, wie schnell oder eher langsam wir uns diesen Pass hocharbeiten. Das ist eine ungekürzte Fassung von nur einem klitzekleinen Teilstück. Wie bitte? Ich bin's gerade nicht mehr lustig! Geh weg! Achtung! So, ich bin etwas außer Atem,
Weil ich ja eure Filmaufnahmen rennen muss. Ist ja so sportlich, er möchte das ja immer machen. Morning-Sport-Einheit auf 2805 Meter. Ich bin außer Atem und habe sehr erhöhten Puls, weil ich es eben furchtbar schräg fand. Ich habe mir bald in die Hose gemacht, eben bei dem einen Stück. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Gleich sind wir oben auf der Passhöhe. Und ja, Ich kann man erst mal frühstücken! ja! So, schon mal ein kleines Resümee, kurz vor der Passhöhe. Landschaftlich der Knaller. Der Knaller. Und jetzt die letzten 100 Höhenmeter fand ich persönlich auch anspruchsvoll. Weil ich hasse halt Schrägfahren. Und ich habe eben mich quasi so ins Auto reingelehnt, weil das Auto so nach links sich gelehnt hat. Auch nicht klug, aber es ist bis jetzt, es gibt ein paar enge Kehren, da kann man auch mal reversieren. Aber es ist keine Todespiste, weil es geht nirgendwo direkt so steil den Abgrund runter. gefühlt ging es bei mir eben hinter mir schon den steilen Abgrund runter. Ja, es geht doch steil runter. Da darfst du dich halt nicht verschalten und darfst Nicht so weit das Bein hochheben, Frau Brauns. Was hat die hier vor mit uns? Oh Gott. Wow. Ich war ganz langsam. Aber die Piste ist in der Regel breit genug. Also das ist das, was es angenehm macht. Hat aber halt jetzt in den Kehren echt immer so große Steine, über die man fahren muss. Und deswegen, da hebt unser Tempochen schon ganz schön das Beinchen immer. Rechts, links, vorne. Und das macht mir schon echt Puls. Also, ich muss sagen, die letzten 100 Höhenmeter bin ich nicht ganz entspannt. Ja. Nicht wahr? Ja, das ist so schön. Aber landschaftlich der Knaller. Also lohnenswert oder nicht lohnenswert? Ja! Und tatsächlich muss man ein bisschen aufs Wetter gucken, weil es wäre so schade gewesen, das Ganze jetzt im Nebel oder Regen zu machen. Wir haben richtig Glück. Ja, ich muss auch sagen, auf jeden Fall lohnenswert. Ich würde sofort jederzeit wieder machen. Und ich bin noch mal gespannt, was halt jetzt noch kommt. Jetzt sind wir erstmal nur oben. Also es ist schon wirklich, dass die letzten Höhenmeter, die haben es noch mal gewaltig in sich. Und das erinnert so ein bisschen an die Auffahrt in Algerien zum Assekrem. Da sind auch die letzten 100 Höhenmeter oder so, also 200, 300, der absolute Wahnsinn gewesen. Aber da oben, jetzt kommt das Schild Sani Pass Gate, Border Post. Ist eigentlich auch geil, dass es hier oben einen Grenzposten gibt. Yvonne hat gesagt, ich soll das jetzt auch noch filmen, den Border Post. Ich kann nicht mehr. Ein Tag hinter der Kamera. Ich fahre eindeutig lieber, das ist mir alles viel zu anstrengend. Die ganze Rennerei da außerhalb vom Auto, Kamera an, Kamera aus, die ganzen Regieanweisungen zu bekommen, das ist nichts für mich. Ach, unser Auto stinkt schon. Ich wollte gerade sagen, unser Auto stinkt. Das sag ich die ganze Zeit, dass es Der riecht stinkt. nach Kupplung. Na, hat's mal was geschafft, die Kupplung. Sani Pass, 2873 Meter. Mich hat es mindestens 10 weitere graue Haare gekostet. Aber wir haben es geschafft. Und damit endet unser Abenteuer für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und uns auf dieser Reise begleitet habt. Doch das nächste Kapitel wartet schon auf uns. Es geht ins Königreich Lesotho. Und eins können wir euch jetzt schon verraten. Den berühmten Sani-Pass zu bezwingen war nur die Aufwärmübung. Was uns auf den Pisten Lesothos erwartet, bringt Mensch und Fahrzeug an ihre Grenzen. Neugierig geworden? Dann seid nächsten Sonntag unbedingt wieder mit dabei, wenn es heißt Reale Amoela. Herzlich willkommen auf Lesotho. Bis dahin wünschen wir euch eine tolle Woche, bleibt gesund, passt gut auf euch auf und wir freuen uns darauf, euch nächsten Sonntag wiederzusehen. Macht's gut, tschüss und bye bye, bis nächsten Sonntag.